Hallo ihr Lieben, wenn es draußen kälter wird, gibt es nichts Besseres als etwas Herzhaftes aus dem Ofen. Heute zeige ich euch meine gefüllte Paprika, ein einfaches Rezept, das richtig lecker ist, lange satt macht und einfach rundum gut tut. Also lasst uns direkt loslegen. Für die gefüllte Paprika brauchst du solche weiße Spitzpaprika. Gerade glaube ich, dass die in Saison sind, weil es die sonst nicht so häufig gibt und gerade gibt es sie in Supermärkten. Also ich verwende gerne die weiße Spitzpaprika. Aber natürlich könntest du auch die rote Spitzpaprika anstatt nehmen. Während die rote Paprika sehr süß ist, hat diese weiße Paprika einen ganz milden Geschmack und deswegen finde ich, dass es zu so einem Gericht einfach perfekt passt. Dann brauchst du noch 2 Selleriestangen, 2 große Karotten, eine Zwiebel, 200 Gramm Reis. Ich verwende heute Basmati-Reis, aber du kannst auch jeder andere Reis nehmen. 400 Gramm Hackfleisch, etwa 1,5 Liter Passiertomaten, Olivenöl, Salz, schwarzen Pfeffer und zum Würzen verwende ich gerne so eine Gewürzmischung. Ich nehme gerne Thymian, Fenchel und Kümmel. Ich weiß aber, dass nicht jeder Fenchel mag oder Kümmel mag. Daher kannst du das Gewürz auch gerne nach deinem Geschmack anpassen. Das Zubereiten geht ganz einfach und wir werden mit dem Reis anfangen. Also erst den Reis nach Verpackungsanleitung kochen. Während der Reis kocht, werde ich noch den Rest vorbereiten. Also erst die Selleriestangen und die Zwiebel ganz fein würfeln. Und wenn du ungefähr halbwegs bist, also bei mir bleibt jetzt nur noch der Zwiebel, kannst du auch schon die große Pfanne auf mittlere Hitze erhitzen und wenn die Pfanne warm geworden ist, den Pfannenboden ordentlich mit Olivenöl bedecken. Und dann kannst du auch schon die Zwiebeln und die Sellerie in die Pfanne geben. Kurz vermischen. Und während die schon Farbe bekommen, werde ich noch die Karotten schälen und auf der kleinen Reibe raspeln. So, die Zwiebeln haben in der Zeit schön Farbe bekommen. Und jetzt gebe ich auch die Karotten dazu. Wieder kurz vermischen. Und wenn du hier merkst, dass da nicht genug Öl ist, kannst du auch etwas mehr Olivenöl dazu geben. Also ich gebe einen Schluck Olivenöl noch dazu und kurz mixen. Und jetzt werde ich noch das Ganze kurz weiter braten, also etwa 5 Minuten, so dass die Karotten auch Farbe kriegen. Und danach gebe ich noch den Hackfleisch dazu. Währenddessen ist auch mein Reis fertig gekocht. Also den werde ich jetzt vom Herd nehmen und einfach erstmal zur Seite lassen. Und während ich warte, dass meine Karotten auch etwas Farbe kriegen, werde ich noch meine Gewürze in dem Mörser mahlen. Also gerade sind das Samen und ich mag es nicht, wenn die ganz in dem Gericht sind. Ich finde, dann beißt man da rein und man hat so einen richtig kräftigen Geschmack. Wenn man die Gewürze erst in dem Mörser mahlt, dann hat man eher so einen dezenten Geschmack. Also so ein kleiner Tipp von mir. Nur etwa 5 Minuten die Karotten braten, also du wirst merken, dass die Farbe ganz leicht heller wird. Und dann geben wir noch Hackfleisch dazu. So, und dann weiter braten, bis der Hackfleisch auch fertig gebraten ist. Dann, wenn es fertig ist, gebe ich noch meine Gewürzmischung dazu, einen Teelöffel schwarzen Pfeffer und auch Salz nach Geschmack. Und während der Hackfleisch bratet, können wir auch schon die Paprika vorbereiten. Bei der Paprika den Deckel vorsichtig entfernen.
So. Und mit einem Löffel das Innere, also die Kerne oder die Samen und dieses weiße Teil einfach auskratzen. Und natürlich nicht vergessen, den Hackfleisch ab und zu mal rühren. Es kann sein, dass der Hackfleisch etwas schneller fertig wird als du mit der Paprika. Dann kannst du schon den Reis dazugeben und dann das Ganze noch gut vermischen. Und dann bringe ich das zum Balkon, weil es so etwas schneller kühlt. Und in der Zeit werde ich noch die Paprikas fertig machen. So spare ich dann etwas Zeit. Die Masse wird sich abkühlen und dann kann ich sie auch direkt in die Paprika füllen. So, dann, wenn du die Paprika auch schon fertig hast, lassen wir den Rest noch kühlen und werden noch die Tomaten vorbereiten. Also hier muss man wirklich nicht viel machen und das ist auch kein Muss, aber ich mag etwas mehr Geschmack zu den Tomaten geben. Also ich nehme gerne einfach pure passierte Tomaten und ich werde erst ungefähr 1 Liter in so einen Krug geben, weil es auch sein kann, dass das schon reicht. Also da soll man schauen, je nach Auflaufform und je nach Paprikagröße kann schon sein, dass diese Menge schon erreicht. Und dann auch nichts in der Glas lassen, sondern abspülen. So, das passt jetzt bei mir nicht mehr dazu, aber das lasse ich dann erstmal in dem Glas. Und ich würze noch mit einem Teelöffel schwarzem Pfeffer, einem Teelöffel Salz, dann auch einen Teelöffel Oregano und kurz vermischen. Und jetzt einfach abwarten, bis das Reismischung abgekühlt ist. Du kannst auch Handschuhe verwenden, dann kannst du schon etwas früher anfangen, da die Handschuhe auch isolieren und dann die Paprika so voll wie möglich mit dem Reisfüllung füllen. Zum Schluss gießt du noch die Tomatensauce auf die Paprika und so verteilen, dass es wirklich in der ganzen Auflaufform ist. So, dann spüle ich das Ganze ab mit dem Wasser und es kommt auch noch dazu. So, und das war es auch schon genug. Also ich brauche nicht die restlichen passierten Tomaten. Also da wirklich erst ungefähr 1 Liter nehmen, mit Wasser nachspülen und dann schauen, wenn die Auflaufform schon mit der Paprika fast voll ist, dann nichts mehr dazugeben. Und jetzt werde ich die gefüllte Paprika etwa 1 Stunde bei 180 Grad Umluft fertig garen lassen. Und dabei mag ich bei ungefähr Halbzeit die Paprika einmal wenden, so dass die schön gleichmäßig garen. Wenn du magst, kannst du die gefüllte Paprika noch mit etwas frischem Petersilie garnieren. Und so, die gefüllte Paprika sind fertig und das sieht richtig lecker aus. Jetzt leicht abkühlen lassen und danach mag ich die gefüllte Paprika mit einem Klecks Schmand servieren. Diese gefüllte Paprika sind ein echtes Comfort Food, würzig, sättigend und perfekt für die kalten Herbsttage. Wenn du auch herzhafte Ofengerichte genauso liebst wie ich, dann abonniere meinen Kanal, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Und ich werde dir ein paar meiner Favoriten unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich bin gespannt, ob du auch deine Paprika mit Reis füllen würdest oder mit Couscous oder sogar Quinoa. Also schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das herzhafte Herbstrezept gefallen hat, dann vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du
du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Demnächst kommen auch mehr leckere Herbstrezepte, um sich schön warm zu halten. Und natürlich ganz bald legen wir auch los schon mit leckeren Weihnachtsrezepten. Also unbedingt dranbleiben. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.